Hoi und willkommen bei Blond, schön bist du da. Mein Name ist Jonas und ich zeige dir in diesem Video, wie du deinen Account noch so einrichten kannst, dass du perfekt starten kannst. Und zwar gehen wir hier gerade in die Einstellungen. Da gibt es auch viele Einstellungsmöglichkeiten, aber es gibt ein paar Sachen, die sich lohnen, zum jetzt noch machen, damit du nachher kannst direkt mit Offerten und Rechnungen loslegen. Und zwar haben wir hier als erstes Firmenprofil. Das sind die Daten, die du eigentlich schon beim Onboarding eingegeben hast, aber gang doch nochmal schnell drüber und du sie kontrollieren. Das sind auch die Informationen, die schlussendlich auf deinen Dokumenten drauf sind. Unten kannst du noch ein monatliches Umsatzziel definieren, wenn du das möchtest. Das ist einfach sehr nützlich, weil dann siehst du vorne im Dashboard eine visuelle Hilfslinie und siehst so ein bisschen, wo du stehst unter einem Monat. Wenn du mit Leuten in deinem Blond-Account zusammenarbeiten willst, kannst du sie hier einladen. Die können einen eigenen Benutzer aufmachen und so könnt ihr zusammen in diesem Blond-Unternehmen arbeiten. Du kannst hier über die E-Mail-Adresse einladen und auch schon eine Rolle definieren. Jede Rolle hat ein bisschen andere Berechtigungen. Die kannst du hier nachlesen und so kannst du eigentlich schon beim Einladen definieren, wer das welchen Zugriff bekommt. Beim PDF-Design kannst du das Design von deinen Dokumenten anpassen. Da gibt es ein paar einfache Einstellungsmöglichkeiten, wo du kannst mit Farben und Schriftarten und so weiter dein Design genau dem CICD anpassen. Was sehr nützlich ist, wenn du schon eine Briefvorlage hast, kannst du sie hier auch reinladen, als PDF am besten, und dann verwenden wir für alle Dokumente deine eigene Briefvorlage. Bei der E-Mail ist genau das Gleiche. Da siehst du eine Vorschau, wie das die E-Mails, die aus dem System rausgehen, aussehen. Und auch da kannst du deine Farben definieren, wie gross das Logo ist und so weiter. Dann bei den Rechnungen kannst du die Standardvorlage anpassen, nämlich in wie vielen Tagen soll eine Standardrechnung fällig sein, ob du willst eine 5-Rappen-Rundung machen oder ob auf einen 1-Rappen genaue Rechnungen möchtest haben. Dann kannst du auch hier noch Standard-Kopfziele, Fußziele und so weiter definieren. Das gleiche bei den Offerten. Da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel deine Geschäftsbedingungen, die du könntest bei jeder Offerte anfügen. Oder auch den Standardtext, wenn du aber eine Offerte aber Rechnungen machst. Dann Nummernkreis sind sehr nützlich, wenn du von einer anderen Software zu uns wechselst. Kannst du hier definieren, ab welcher Nummer das wir starten sollen, also für die Rechnungsnummern oder Offertennummern, damit die fortlaufend bleibt. Wenn du noch kein Bankkonto hinzugefügt hast beim Onboarding, kannst du das hier noch machen. Das ist sehr nützlich, wenn du möchtest Kurrechnungen stellen oder auch Lieferantenrechnungen anfangen über dein Bankkonto zu zahlen. Dann kannst du das hier noch nachträglich hinzufügen. Dann Mahnstufen haben wir schon vorkonfiguriert. Standardmäßig ist das nach 10, nach 20 und nach 30 Tagen Fälligkeit. Da kannst du aber jede Stufe anpassen oder auch eine Stufe hinzufügen oder wegnehmen. Du kannst hier einen automatischen Mahnversand aktivieren, wenn du möchtest, dass automatisch Mahnungen oder eben Zahlungserinnerungen raus sollen, kannst du das hier aktivieren. Bei den Mehrwertsteuereinstellungen lohnt es sich, einmal mit deinem Treuhänder oder deiner Treuhänderin darüber zu schauen. Da geht es vor allem darum, dass deine Buchhaltung korrekt ist, wenn du die auch im Blond führen. Bei den Fremdwährungen kannst du zusätzliche Währungen erfassen zum Schweizer Franken, wenn du zum Beispiel Rechnungen in Euro oder US-Dollar willst stellen oder auch Lieferantenrechnungen bekommst in Fremdwährungen. Dann haben wir es eigentlich soweit gesehen, von den Einstellungen her. Da gibt es noch verschiedene Sachen, wo du sicher auch noch drüber schauen kannst, wie zum Beispiel das Kundenportal, das sehr nützlich ist, oder auch die Einheiten, die du vordefinieren kannst. Aber grundsätzlich ist es das für die Einstellungen, die sich jetzt lohnen. Alles andere kannst du eigentlich im Nachhinein dann noch machen, sobald du Zeit hast. Und dann wünsche ich dir viel Vergnügen und start doch einfach mal, fang an unsere Software zu brauchen und gib uns eine Rückmeldung, was du davon haltest.